Wer raufklettert, muss ja auch wieder runterkommen. Das ist so unfassbar schön. Wir beginnen so langsam zu begreifen, wie robust eigentlich unser LKW ist. Und da unten sehe ich schon das Tor der Wünsche. Herzstillstand die 6. Da soll es runtergehen. Ich probiere das jetzt nur für euch. Guten Morgen. Gestern haben wir es nicht mehr so weit geschafft. Wir sind, glaube ich, nur irgendwie 3 Serpentinen runtergefahren. Und ja, dann haben wir uns hier auf den Stellplatz gestellt und eine sehr, sehr ruhige Nacht verbracht. So allmählich komme ich auch jetzt so an im Reisen. Also Montenegro hilft mir schon sehr dabei. Ich habe so das Gefühl in Montenegro, dass wir wirklich die einzigen Menschen hier sind. Und das gibt mir das erste Mal so eigentlich richtig das Gefühl, was anderes irgendwie zu erleben und unterwegs zu sein und neue Dinge einfach kennenzulernen. Wir haben hier gerade mal in Montenegro 2 andere Camper getroffen an der Tankstelle und das war's. Und seit wir jetzt auch in den Bergen hier unterwegs sind, treffen wir halt auf keine anderen Touristen, keine anderen Deutschen. Und das finde ich irgendwie richtig schön. Weil somit habe ich erst richtig das Gefühl, dass ich unterwegs bin und auf Reisen bin und was anderes kennenlerne, wenn ja, man nicht halt auf Deutsche trifft oder hier bei dieser Sehenswürdigkeit zum Beispiel, dass man nicht die deutsche Sprache irgendwo hört, sondern wenn man dann mit jemandem ins Gespräch kommt, wie zum Beispiel gestern da mit dem Priester, muss man halt Englisch dann reden und versuchen, sich mit den Einheimischen zu unterhalten. Und das gibt mir erst so richtig das Gefühl, auf Reisen zu sein. Und auch gestern, als wir dann in diesen anderen Einkaufsladen mal waren, also nicht bei Lidl waren, wo man alles kennt, da steigt man dann erst so richtig ins Reisen ein und ins Entdecken. Und ja, also Montenegro, ich finde es wunderschön bisher. Und es hilft mir wirklich sehr, auch hier anzukommen. Also woran merke ich immer, wenn es zu kalt wird, wenn mein Nutella nicht mehr streichfähig ist. Wer raufklettert, muss ja auch wieder runterkommen. Es waren ein paar Serpentinen, die wir da gefahren sind, soweit ich mich jetzt noch an gestern erinnere. Aber mit Odin hat das echt gut geklappt. Runter ist aber immer ein bisschen anders als rauffahren. Von daher wird es auf jeden Fall spannend. Ja, ich habe auf jeden Fall voll Bock drauf. Und ich beginne so langsam zu begreifen, wie robust eigentlich unser LKW ist. So, und ich gewinne immer mehr und mehr Vertrauen in diesen LKW. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, wir zeigen euch jetzt mal, wo es lang geht, wo wir hinfahren. Wir fahren jetzt tiefer in die Berge und zeigen euch das auf der Karte. Im letzten Video sind wir um die Bucht von Kotor gefahren und von Kotor Richtung Berge gefahren, wo wir jetzt auf dem Parkplatz hier beim Kloster stehen. Und wir werden jetzt gleich noch weiter in die Berge reinfahren.
Sie haben Angst, dass wir da in die Grube reinfallen. Aber wir sind ja gestern auch lang gefahren. Und wir halten uns jetzt möglichst links. Und dann wird das schon klappen. Ich bin mir sicher, dass wir da durchfahren können, weil der Raupenbagger ist da auch lang gefahren. Das klappt schon. Geht doch. Ein bisschen überdramatisiert, würde ich sagen. Überhaupt kein Problem. Wir sind ja nicht so breit und auch nicht so schwer. Ich habe denen erklärt, dass wir ja nur 7,5 Tonnen wiegen und der Raupenbagger, der steht, der ist schwerer, ne? Und der fährt auch rüber. Also alles gut. Also mit der Google-Sprachübersetzung hat es dann auch geklappt und ich glaube, da sind irgendwie so 2 Vorarbeiter, also war Chef und dann Chefchef und Chefchef konnte dann auch Englisch und dann, der hat dann gesagt, fahr mal. So mega schön. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, aber der Fluss, der leuchtet grün. Also richtig schönes Smaragdgrün. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich habe keine Ahnung, ich bin ja kein Geologe, aber das sieht so aus, als ob das hier irgendwie so eine Art Erdriss ist oder so, in dem sich dieser Fluss jetzt bewegt. Also ja, sieht für mich halt einfach so aus, als ob sich hier die Erde so ein bisschen geteilt hat. So mega schön hier. Ich kann nur empfehlen, die Nebenstrecken zu fahren. Fahrt nicht die Mausstraßen, dann seht ihr das alles nicht. Das ist so unfassbar schön. Wahnsinn. krasser Weg hier. Rechts geht richtig steil runter und die Bäume werden auch ein bisschen tiefer so mittlerweile. Jetzt geht es klar weiter.
hier möchte ich jetzt nicht, dass uns da irgendjemand entgegenkommt. Weil hier jetzt rückwärts fahren, puh. Alles gut hier. Kommst du hoch? Ja, ist alles gut. Ist gut. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Oh, heftig. Hier ist alles gut, hier ist alles gut. Ja, hast du noch Platz? Hast du noch 50 Zentimeter oder so? Boah, ganz langsam. Okay, da kommen wir durch. Jo, kommen wir durch. Okay. Ist auch schon ein bisschen runter, ne? Ja, ob das überhaupt breit genug ist. Ist jetzt das erste Camp auf dem Weg, aber es kommt noch ein zweites, da fahren wir hin. Ich sag euch, mein Herz ist jetzt schon, also nur dieser kurze Abschnitt, ich weiß nicht, 5-mal stehen geblieben oder so. Also heftig. Das ist schon jetzt eine große Herausforderung. Also das hatten wir so noch nicht. Also alles andere war bisher Pipifax. Also wenn uns jetzt jemand entgegenkommt, ich habe keine Ahnung, wie viele hunderte Meter wir zurückfahren müssen. Hier ist nichts zum Ausweichen, überhaupt nichts. Stillstand die 6. Also das sieht so aus wie ein Campingplatz, wo wir hin müssen, aber ich glaube, wir müssen jetzt da runter. Das fürchte ich auch, aber das würde ich mir erstmal vorher angucken. Okay. Das ist schon ein ziemlich spannender Weg. Ich zeige euch das mal. Da soll es runtergehen. Von der Höhe her kann das passen, aber ja, mal gucken. Ich gehe da jetzt mal runter, bin mir unsicher. Ansonsten müssten wir irgendwie weiterfahren und gucken, wo wir denn drehen können, weil das erste Camp, das hat viel mehr Platz gehabt und war auch besser erreichbar, also man konnte da besser rauffahren. Und was sagst du? Fahren wir runter? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Echt nicht? Nee. Also ich gucke mir das mal an. Ich gehe da mal runter, aber ja. Sonst müssten wir halt gucken, dass wir so weit fahren, bis wir drehen können und dann zum ersten Camp fahren. Ja, okay. Na? Also, wir können das schaffen. Okay. Also unten ist Wiese, muss man mal gucken. Eigentlich ist sie fest. Ja. Schauen wir mal drauf. Und hier vorne sehe ich, der Baum ist ganz schön tief. Ich glaube, das könnte ein Problem werden, oder? Ja, vielleicht auch nicht. Wir gucken uns das, also lass uns das mal probieren. Okay. Du steigst aus und guckst sozusagen von unten. Ja, okay, gut. Ja. Ich Jetzt kommt ein Auto und wir müssen noch runterfahren. Langsam runter, langsam runter. Alles klar, ist gut. Mit dem Ast ist kein Problem. Runter. Alles kein Problem. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Haben wir Astarbeiter. Ja, das sind nur kleine Ästchen. Das sind nur kleine Ästchen. Die Breite der Straße ist eher das Problem. Bleib mehr auf deiner Seite mehr bleiben. Bleib auf deiner Seite, nicht zu weit hier.
mein Gott. Oh mein Gott. Oder wo bin ich abgerutscht? Da bist du abgerutscht. Hier, ne? Ja, da bist du eben krass abgerutscht. Oh, das sah echt krass aus gerade. Oh mein Gott. Mir ist gerade voll das Herz stehen geblieben. Ja, das habe ich auch gemerkt. Der Arsch ging ja gerade richtig auf Grundeis. Also, Entschuldigung den Ausdruck, aber Oh, mir zittert gerade die ganze Hand, ey. naja, Hauptsache wir kommen hier wieder hoch. Ja, ich glaube, hoch ist wahrscheinlich leichter als runter, oder? Ja, dann eher noch ein paar Kratzer in Kauf nehmen. Ja, Jetzt muss ich mir nur mal die Wiese angucken, weil da war es ziemlich modderig. Du kannst ja mal draufhalten. ja, habe ich schon gesehen. Hier. Ja, ja. Ich will ja nicht alles kaputt machen. Ja, Mal gucken, was der Besitzer sagt. ja. Haben die da, Ja. wenn die brauchen Strom. Wir sind voll, Ah ja, nichts brauchen Strom, ja. genau. Ja, kein nur Strom. für Duschen und so. Wenn Ja. brauchen Feuer ist da. Ja. Alles ist mein Grundstück. Ja. Kannst du fahren, wo wollen, das ist Okay. egal so. Für diese Panzer kein Problem. Okay. Ja, Ja. okay. Sie sind das erste Mal da, ja? Ja. Ja, genau. Ja, erste Mal. Ja, Das erste Mal. in Montenegro. Ah, erste Mal in Montenegro. Ja. Sie fahren überall so, nichts geht nach Hause, ja? Genau, wir Genau. fahren nicht mehr nach Hause. Ja, ich Wir, weiß wir so. fahren jetzt Griechenland und dann Aha. immer weiter, immer weiter, immer Ah, wo weiter. früher wohnen, in Deutschland. Ja, genau. Genau. Ah, wo wohnen? Hamburg. Ah, ja, von Hamburg kommen. Ja, von Hamburg. Ja, so weit. Ah ja, nichts brauche nach Hause in Hamburg. Wir haben auch alles verkauft in Hamburg. Wir haben nichts mehr in Hamburg. Aha, Ist alles, nichts haben. Nein, ist alles verkauft. Wir haben, Kaufen bei uns haben, gucken so, die ganze Region, wo du gucken, in diesem Dorf, ich bin alleine. Meine Familie auch ist im Ausland. Ah, okay. Frau gestorben von 12 Jahren, meine Kinder, eine ist in Deutschland, eine in Singapur, Ja. eine in Budva, eine in Serbien, überall. Ja, große Familie. Ja. ja, mir ist immer noch ganz kodderig. Also, ich kann gerade auch überhaupt gar nichts machen. Also ich kann jetzt auch nicht arbeiten oder so. Es ist gerade, meine Knie zittern gefühlt immer noch und dass wir überhaupt hier angekommen sind, ist echt ein Wunder. Naja, ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht beurteilen. Also, um ehrlich zu sein, als Fahrer hat sich das gar nicht so schlimm angefühlt. Ja, ich glaube, wenn man zuguckt und dann immer nichts machen kann, dann ist das irgendwie noch schlimmer. Ja, also ich habe nur gemerkt, dass mir der Hintern wegrutscht und dann dachte ich, okay, alles klar. Also in dem Moment habe ich eigentlich nur noch reagiert, Ja, ich habe habe einfach gegengelenkt und Gas gegeben, damit wir da rauskommen. den LKW schon absegeln sehen da. Hm. Ah, ja, okay. Also, wie gesagt, wir kriegen jetzt gleich noch Essen gekocht, ganz lieb vom Besitzer hier vom Grundstück. Und also ich werde heute nichts mehr machen. Muss erstmal wieder klarkommen. Ja, das ist traditionelles Haus, alles ist von Holz. Ja. Dieses alles ist von Holz. Ja, so ist. Haben 2 Zimmer, Gäste werden kommen da schlafen oder machen was wollen, machen Essen. Und Ja. Also das ist jetzt das Gästehaus, ne, wenn Gäste kommen. Genau. Mit 2 Betten, ein Holzofen, Ja. ist auch Feuer an. Ist gut, weil ich Ja. habe nämlich meine Jacke vergessen. Ist doch ein bisschen frisch hier drin. Ne? Oh, schön. Ja, also allein wenn man sich jetzt so das mal anguckt, das kenne ich noch von meiner Oma. Ne? So diese Küchenzeile und das, ich glaube meine Oma hat aber noch einen Gasherd gehabt. Aber so hat meine Oma auch noch gelebt. Ja. Der Ofen war kein Holzofen, sondern ein Kachelofen. Und wie isst man das? Also wie isst man das zusammen? Einfach die Käse und die Kartoffeln und dann... das ist alles meine. Ich habe 10 Schafe, jetzt ist sie in Berge bei einem meiner Freunde. Ja. Einer meiner Freunde ist ein bisschen wie sie. Aha. Früher arbeitete ich Journalist in Belgrad. Aha. Und einmal, Schnauze voll, weg von Belgrad geht, jetzt leben an 1300, arbeiten mit Schafe, mit Kuh und verkaufen Käse, Zwiebel, das ist sein Leben. Also wir haben jetzt hier Kartoffeln. Kartoffeln, Naturkäse, also Käse Ja. und rohe Zwiebeln. Und man muss dazu wissen, ich esse keinen rohen Käse eigentlich. Seit ich Kind bin, mag ich das nicht. Also
zerlaufen auf einer Pizza muss sein, ne? Also da esse ich super gerne Käse, aber so roh, also so wie er jetzt Das ist ist, richtig roh, das ist richtig so ein richtiges, ist das irgendwie so, so ein richtiges Stück Käse. das ist so gar nicht meins eigentlich. Okay. Ich probiere das jetzt, nur für euch. Also normalerweise kriege ich Würgereiz davon. Das ist von seiner Ziege, sagte er, ne? Mhm. Die hier bei uns steht. Und? Schmeckt's nach Käse? Schmeckt bestimmt anders, ne? Als der, den man kaufen kann, oder? Schmeckt irgendwie säuerlich. Okay. Säuerlich. Also ist jetzt nicht mein Favorit, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich isst man das mit Kartoffeln zusammen und dann schmeckt das auch ganz anders. Ich werde es mal probieren. Mal gucken. Aber Yvonne ist ja ein tüchtiger Käseesser. Genau. Mal sehen, was sie dazu sagt. Richtig. Zwiebeln dazu. Genau. Ja, und dann esse ich jetzt diesen rohen Käse mit Kartoffeln und einer Zwiebel. Das ist gar nicht so einfach. Also ich finde, zusammen schmeckt es gut. Man merkt den Käse auch gar nicht so doll. Man merkt eigentlich so die Zwiebeln und die Kartoffel. Also ich finde, das kann man gut zusammen essen. Mir schmeckt's. Also Fazit zum Essen. Ist nicht so deins, ne? Ja, schon eine Herausforderung für mich. Also ein paar Happen konnte ich essen, so zusammen mit Käse und den Zwiebeln. Das ist irgendwie so. Kann man essen, so. Ist aber nicht so mein Favorit. Und ich verstehe den Geschmack auch so, aber irgendwie, ich komme dagegen an. Okay, dann esse ich heute mit Kartoffeln satt und Zwiebeln. Ah, ja. Und dann Mach ich auch so. probieren wir jetzt erstmal. Den Wein. Achso, übrigens, das ist alles aus eigener Herstellung. Also Genau, das, was wir essen, der Wein und der Schnaps. Quiddenschnaps. Genau, eins davon soll Quittenschnaps sein und das andere irgendein anderer Schnaps. Das ist jetzt der Wein. Ist das roter, weißer? Oder was ist das? Das ist roter Wein. Oh, der schmeckt aber lecker. Na, wie ist es? Wir haben uns so auf leckeres Essen gefreut. Jetzt isst du trockene Kartoffeln. Mit ein bisschen Salz. Ja, Aber es gibt leckeren Rotwein dazu. der ist wirklich lecker. Ja. Als er mir erzählte, dass es irgendwie ein typisches montenegrisches Gericht gibt mit Kartoffeln und Käse, da hatte ich irgendwie so an zerlaufenden Käse irgendwie so gedacht. Sowas wie ein Auflauf oder Ja, irgendwie genau. sowas rein. Aber dass es alles roh ist. Ja, bis auf die Kartoffeln. Aber du wirst auch von satt werden, oder? Das ist feucht, das Holz. Deswegen brennt das nicht. Gibt kaum Hitze ab. Wen haben wir denn da? Ein 6 Monate altes Kätzchen ohne Namen. Aber es mag Käse. Total zutraulich. Und 1 von 8. Und wir haben gelernt, dass die Katzen hier dafür da sind, um die Siebenschläfer, heißen die, glaube ich, Genau, zu jagen. diese Mäuse. Genau, weil die gehen an die Früchte. Und so haben dann halt die Besitzer hier von den Häusern, die halt selber Früchte anbauen, Katzen, damit die halt diese Siebenschläfer jagen. Und wir wollen gleich noch Fußball gucken, haben wir gehört, ne? Genau, Deutschland soll heute spielen. Ich habe keine Ahnung. Genau. Gegen irgendwen, ich weiß es nicht. Also eigentlich kommt es immer auf ZDF. Wir haben ein Fußball. Ja. Was passiert jetzt? Gundogan. Und das Haus ist von deiner Familie? Von meiner Familie, ja. Ja. Ich geboren da, in diesem Haus. Ja. Ohne Doktor. I ono što je za njih jako bitno da Also ich habe gerade verstanden, das Haus, wo wir jetzt gerade drin sitzen, ist 200 Jahre alt. 220 Jahre. 220 Jahre alt. 20 Jahre. Und wir sitzen hier gerade und haben erfahren, su došli ich bin unscharf, und haben erfahren, takozvana dass die Weltmeisterschaft gerade gespielt wird. Fußball-Weltmeisterschaft. Wir kriegen hier gar nichts mit. Ich habe keine Ahnung. Und Deutschland, Unten leben Tiere, Ja. im Keller früher. Ja. Wir leben da, oben ist Mais und so. Ja. Ja. okay, also
auf zwei Ebenen leben und oben ist Die Vögel. Oben ist Mais. viel Mais, viel Fleisch, viel... Nein. Lebensmittel. Lebensmittel, Essen. Lebensmittel ist oben, alles. Ja. Unten ist Tiere. Ja. Der Hund lebt unten. Ja, wo Der Hund jetzt, unten ist jetzt viel Schnaps, viel Wein und so, wie viel Hund. Okay. Früher ist viel Tiere. Okay. Guten Morgen. Moin. Wir sind ja schon seit 2 Nächten hier im Camp. Und ja, es ist sehr ruhig hier. Wir können gut schlafen. Ja, der Grund, warum wir eigentlich hierher gefahren sind und uns also diesen Weg auf uns genommen haben, Diese enge, abenteuerliche Straße. ist, dass wir hier eine besondere Wanderung machen. Genau. Und zwar soll das die Top-Tour hier in Montenegro sein. Ja, Und die führt durch ein Canyon durch und soll spektakulär sein. genau. Ist jetzt ein Weg, der hin und zurück führt. Es gibt keinen Rundwanderweg. Wir haben schon mal ein bisschen gescoutet vorher. Ja. Der Rundwanderweg, den es mal gab, Gibt es den- nicht mehr. Wir sind Nee. da gestern hingelaufen zu Ja. der Brücke, die es angeblich noch geben soll, aber die gibt es nicht mehr. Ja, Da hätte man durchs tiefe Wasser schwimmen müssen. ja, es ist, also jetzt sind die Flüsse voll, da Ja. kann man nicht mehr durch. Die Gut. Tour geht 3 Stunden hin und 3 Stunden wieder zurück. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil es wird ja auch schon um 16 Uhr hier immer dunkel. Na, wobei wir heute mal früh, ausnahmsweise früh Genau, wir unterwegs sind noch vor 10 dran. Ja. Es ist mild, wir haben jetzt irgendwie 14 Grad, soll so bleiben, also halt bedeckt die ganze Zeit und bis 16 Grad, glaube ich, wird es heute. Ja, Ist total mild, also lässt sich gut wandern, ist nicht zu warm, nicht ist zu jetzt kalt. unsere 3. Wanderung in Montenegro, unsere 3., wenn man so will. Und heute nehmen wir euch mal mit. Übrigens haben wir einen Freund gefunden, und zwar ist das der Hund des Besitzers. Und der hat uns gestern schon auf unserer Wanderung begleitet, die ganze Zeit. Er hat gesagt, so, der Besitzer meinte irgendwie, ja, der kommt dann einfach mit und ja, läuft die ganze Zeit mit euch. Und ich denke mal, der wird jetzt auch wieder heute mitkommen. Mal gucken, ob er Lust hat. Erste kleine Herausforderung, wir müssen jetzt hier irgendwie über diesen Mini-Fluss kommen. Die Steine stehen ganz schön weit aufeinander. Ja, mal gucken, ob ich da mit meinen kurzen Beinen rüberkomme. Das ist die alte Brücke, wo wir gestern waren, wo wir gescoutet haben, wo man dann auch rüberkommen hätte können, um zurückzugehen. Hier zweigt sich jetzt der Weg und wir werden einmal runtergehen zum Wasser, weil da soll es ein Tor der Wünsche geben. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Das sieht ja so mega märchenhaft aus. Total schön. Ja. Richtig, richtig schön. Und da unten sehe ich schon das Tor der Wünsche. Man sollte hier auf jeden Fall extrem trittsicher sein. Also wenn man hier runter geht. Da vorne seht ihr schon das Tor der Wünsche. Und wie findest du es bisher? Ah, super. Also hier ist richtig schön geworden. Aber jetzt geht's das letzte Stück. Genau. Jetzt geht's wirklich in den Canyon. Jetzt geben wir noch mal Gas.
habe noch nie einen Salamander gesehen. Also in meinem Leben nicht. Noch nie. Wirklich. Das ist so wunderbar gerade. Wir machen jetzt hier die Pause. Wir werden auch hier dann gleich wieder umdrehen, weil wir ja die Befürchtung haben, dass es dann relativ früh ja wieder dunkel wird und wir das vor dem Dunkelwerden sonst nicht zurückschaffen. Das ist halt so ein bisschen das Doofe eben im November, Dezember. Es wird halt früh dunkel und die Touren, also längere Touren, ja, die schafft man dann oftmals nicht zurück, bevor es dunkel wird oder die Gefahr besteht. Auf jeden Fall ja, haben wir das zweite Highlight nicht erreicht, dass es halt ein Tunnel, durch den man dann noch durchgehen kann. Das soll sehr spektakulär sein. Können wir euch leider nicht zeigen, aber ich denke, das, was wir bereits hier erlebt haben, ist auch schon richtig schön. So, wir sind wieder am Anfang angekommen. Hier geht die Wanderung los. Genau, wir sind an der Brücke. Die Startpunkt und Ende zugleich. Und war eine mega Wanderung auf jeden Fall. Ja, wir waren jetzt 5,5 Stunden unterwegs. Es ist jetzt kurz vor 3:30. Und jetzt wird es auch gleich wieder dunkel. Von daher zur rechten Zeit sind wir wieder zurück. Ja, gut, wir haben jetzt so lange gebraucht wegen der Aufnahmen. Ich schätze mal, wenn man so durchgeht, dann kommt man viel weiter als wir jetzt. Ne? So, ja. Also ich denke, man kann das zu den Tunneln schaffen. Ja. Hin und zurück so 5,5 Stunden, vielleicht 6 Stunden. Was ich noch zeigen wollte, wir sind übrigens total oldschool unterwegs. Wenn wir wandern, und wir wandern echt gerne, dann haben wir immer so einen Wanderführer dabei. Da ist übrigens auch die Tour drin, die wir gerade gewandert sind, und noch viele andere für Montenegro. Ich verlinke euch das einfach mal in der Videobeschreibung, vielleicht interessiert euch das ja auch. Ja, genau. Genau, apropos Interesse, wenn euch das gefällt, dass wir so zeigen, was wir sonst noch so neben den Fahren mit Odin machen, eben halt wandern oder eben halt die Lost Places aus dem letzten Video oder vorletzten war das, glaube ich, dann sagt doch einfach mal Bescheid, schreibt uns in die Kommentare oder besser noch, gebt uns einfach einen Daumen hoch. Dann wissen wir, dass ihr das mögt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns auch einen Daumen nach oben. Ich glaube, das ist jetzt zu früh dran. Hier ist das Video noch nicht zu Ende, oder? Nee? Nee. Okay. Aber den Daumen hoch könnt ihr trotzdem geben. Gut. Okay, ist doch das Ende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.